His shoe size is, mine's 11. What's it different in Germany? Yeah. 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 Don't ask me on these sizes. Four times? Ask my wife. Okay. Ich habe gesagt, er soll mich nicht nach diesen Größen fragen, er soll meine Frau fragen. Ich kenne mich nicht so aus. Goliath, the Bible says, was 6 cubits and a span. Die Bibel sagt, Goliath war 6 Ellen und eine Spanne groß. Robert Wadlow was almost that tall. Und Robert Wadlow war fast so groß. We would consider that very large. Und ich würde sagen, das ist sehr groß. I think before the flood, people got bigger than that. Und ich glaube, dass die Leute vor der Flut noch größer waren. This man is 3.5 meters tall. Und hier sehen wir einen Mann 3,5 Meter lang. Well, long, not tall. He's long. He's laying down. Ja? Yeah. Er war 6 Meter groß. How would you like to have him on your basketball team? Ha? Den hätten wir gerne in unserem Basketballteam. Sometimes the women get upset with me and they say, you said that was a man. Maybe it was a woman. Manchmal ärgern sich die Frauen über mich und sagen, wie kann man das unterscheiden, ob es ein Mann oder eine Frau ist? I taught biology and anatomy. Ich habe Biologie gelehrt und Anatomie. I know how to tell the difference between a male and female skeleton. Und ich kann euch den Unterschied zwischen einem menschlichen und weiblichen Skelett zeigen. It is not the number of ribs. Es ist nicht die Anzahl der Rippen. Only Adam was missing a rib, Nur Adam hatte eine Rippe weniger and only for a short time. und nur für eine kurze Zeit. The lower rib is the only bone that will grow back if you take it out. Der untere Rippenknochen ist der einzige Knochen, der, nachdem er entfernt wurde, nachwächst. But there are two ways to tell the difference between a male and female skeleton. Aber man kann auf 2 Arten ein weibliches von einem männlichen Skelett unterscheiden. One way is to look at the feet. Der eine Weg ist, auf die Füße zu gucken. If they're pointed toward the mall, it's a woman. Ja, wenn sie Richtung Einkaufszentrum zeigen, ist es eine Frau. The other way is to look at the joint where the jaw matches. Ja, die andere Möglichkeit ist, man guckt auf das Kiefergelenk. If that joint is worn out, it's a woman. Wenn es abgenutzt ist, ist es eine Frau. Many people don't realize Roman Emperor Maximus was 2.5 meters tall. Viele Leute wissen nicht, dass der römische Imperator Maximinus Thrax 2,6 Meter groß war. A skeleton 9 foot 8 inch, almost 3 meters tall, was found in Indiana. In Indiana wurde ein Skelett gefunden, das fast 3 Meter groß war. Why don't we hear about this in our public school textbook? Warum hören wir nicht von so etwas in unseren Schulbüchern? 2 skeletons, almost 3 meters tall, found in Virginia. In Virginia City wurden ebenfalls 2 Skelette 3 Meter groß gefunden. In Louisiana, 20 skeletons were found, every one almost 3 meters tall. Und in Louisiana fand man 20 Skelette und jedes war fast 3 Meter groß. That was only 100 years ago. Das war nur vor 100 Jahren. Why don't they tell about that in the public school textbook? Warum hören wir davon nicht in den öffentlichen Schulbüchern? A skeleton 3 meters tall was found in Nevada. Und es wurde im Humboldt-See ein 3 Meter großes Skelett gefunden in Nevada. In Guam, they have giant stones there, and a legend that the giants built them. Und in Guam gibt es die großen Latte-Steine, von denen es heißt, dass sie von Riesen erbaut wurden. In Indiana, 8 giants were found, 2.5 to 3 meters long. In Indiana fand man 8 Riesen zwischen 8 und 9 Fuß, also über 2,5 Meter. The museum was not interested in keeping them. Aber das Museum hatte kein Interesse, diese Skelette zu behalten. Why would a museum not want giant humans? Warum würde ein Museum solche großen Skelette ablehnen? Maybe they have another theory they are trying to preserve. Vielleicht haben sie dort eine andere Theorie, die sie gerne bewahren möchten. The evolution theory says we started off smaller and we're getting bigger and better. Die Evolutionstheorie sagt, wir fingen ganz klein an und wurden immer größer und größer und besser. Maybe the opposite is true. Aber ich denke, das Gegenteil ist wahr. A skeleton 3.5 meters tall was found in California. Ein Skelett mit 3,5 Meter Länge wurde in Kalifornien gefunden. Another one 3.5 meters tall was found in Arizona. In Arizona 1891 wurde ein 3,5 Meter großes Skelett gefunden. Der Mann hatte 6 Zehen. 6 fingers and Long hair. red, yep. Who is moving these giant rocks?
Wer hat diese großen Steine hier transportiert? That is a camel in front of it. Und du siehst ein Kamel davor stehen. This is a axe head that weighs 17, almost 18 kilograms. Und das ist hier eine Axtklinge, die fast 18 Kilogramm wiegt. Go swing a 5 kilogram sledge for a few hours and see why I wonder about this one. Versuch mal eine 5 Kilo schwere Axt eine Stunde lang zu benutzen. The Smithsonian in Washington is very busy hiding skeletons of giant people. Das Smithsonian-Institut ist sehr bemüht, solche Funde zu verheimlichen. They are dedicated to preserving the evolution theory. Und sie möchten die Evolutionstheorie bewahren. They don't want you to hear about giants. Sie möchten nichts von Riesen hören. It might confuse the children. Das könnte die Kinder verwirren. This is a giant skull on display in a museum in Nevada. Hier ist ein Schädel ausgestellt im Humboldt-Museum in Nevada. This is a normal thumb bone. Das ist ein ganz normaler Daumenknochen hier. Underneath is a giant human thumb bone. Und darunter siehst du einen Daumenknochen von einem Riesen. This is from a grave right near Mount Ararat in Turkey. Und das ist aus einem Grab in der Nähe des Berges Ararat in der Türkei. The government of Turkey says they found the grave of Noah. Und die türkische Regierung sagt, sie haben das Grab Noahs gefunden. The skeleton was 12 feet tall, 3.5 meters tall. Und das Skelett war ca. 3,5 Meter lang. That would make his cubit a little bigger. Das macht die Elle ein bisschen größer. How big was that boat? Wie groß war das Boot? People say 1 man and 3 boys could not build such a large boat. Leute sagen, ein Mann und 3 Jungs können nicht so ein großes Schiff bauen. You did not see those boys. Ja, aber du hast die Jungs nicht gesehen. This is a thigh bone found in Egypt. Und das ist ein Oberschenkelknochen, der in Ägypten gefunden wurde. The man would have been over 13 feet tall, over 3 meters tall. Ja, und dieser Mann, der war bestimmt um fast 4 Meter lang. These jawbones are on display right now in Turkey. Und diese Kieferknochen kannst du heute sehen in der Türkei ausgestellt. It is 20 centimeters across the joint. Und der Kiefer ist 20 Zentimeter breit. Any one of us could put our head inside and move it back and forth. Und jeder von uns könnte seinen Kopf reinstecken und rein und rausziehen. In Wisconsin, a giant human skull was found 3 times the size of ordinary humans. Und in Wisconsin hat man einen menschlichen Schädel gefunden, der 3-mal so groß war wie der eines heutigen Menschen. The Bible says there were giants in the earth in those days. Die Bibel sagt, in jenen Tagen waren Riesen auf der Erde. Welcome back to session number 4 about the Garden of Eden. So, und jetzt gehen wir weiter zur Lektion 4 über den Garten Eden. The Bible says God would make man in his own image. Die Bibel sagt, Gott machte die Menschen in seinem Ebenbild. If we are made in the image of God, Und wenn wir nach dem Ebenbild Gottes geschaffen sind, why do we teach the kids this is grandfather? warum sagen wir den Kindern, dass das Opa ist? Is it possible for an ape-like creature to turn to a human? Ist es möglich für ein affenähnliches Wesen sich in einen Menschen zu verwandeln? So, What is the truth about these cavemen? was ist die Wahrheit über diese sogenannten Höhlenmenschen? Well, there have always been people who live in caves. Es gab immer Leute, die in Höhlen gewohnt haben. Here's the world's most wanted caveman right there. Und hier ist der am meisten gesuchte Höhlenmensch. But there have always been people that live in caves. Es gab immer Menschen, die in Höhlen gelebt haben. Nebraska man is a good place to start. Lasst uns anfangen mit Nebraska-Mann. All they found for Nebraska man was 1 tooth. Und alles, was sie je vom Nebraska-Mann gefunden haben, war ein einziger Zahn. The entire man would fit in a box this big. Und der ganze Mensch, der hätte in eine kleine Schachtel so groß gepasst. They made the entire man out of imagination and plaster of Paris. Sie haben den ganzen Menschen nachrekonstruiert aus einem Zahn mit sehr viel Fantasie. And they made his wife also. Und sie haben auch seine Frau gemacht. You have to be good to know what his wife looks like from his tooth. Und du musst wirklich sehr gut sein, um von einem Zahn herauszukriegen, wie seine Frau ausgesehen hat.